Ja, ich gebe zu. Sich an Karneval, dem närrischen Treiben der Domstadt am Rhein zu entziehen, ist schon etwas grenzwertig. Die Witterungsbedingungen waren jetzt auch nicht so das schlagende Argument. Aber nach einem Winter, in dem Schmuddelwetter in Schmuddelwetter übergeht, machte das irgendwie auch nichts mehr. So ganz ließ sich die Karnevalsstimmung dann doch nicht unterdrücken. Auf den 2 Stunden Autofahrt nach Gmünd, nahe der luxemburgischen Grenze. In 5 Etappen wollten wir von Gmünd aus durch Luxemburg fahren. Der südliche Teil unserer Route führte dabei größtenteils über den Müllertal-Trail. Ja, ein Wanderweg. Der nördliche Teil dagegen orientierte sich an ausgeschilderten Mountainbike-Routen. So, Bikepacking im Februar. Wir starten in Gmünd. Im Regen. Eigentlich ja nicht so das gute Omen, schon in Regenklamotten loszufahren. Und es gab auch noch ein anderes nicht so gutes Omen. 300 Meter nach dem Parkplatz. Wir schieben. Das geht ja wieder gut los. Bei der Routenplanung hatte Jakob in Locus Maps das Profil Mountainbike Hard eingestellt, was vielleicht nicht so die allerbeste Idee war. Geht schon wieder los. Ja, könnte ein bisschen zäh werden. Aber jetzt haben wir ja schon 1,5 Kilometer. Mittagspause nach nur 9,3 Kilometern. Irgendwoher kam uns das bekannt vor. Und auch die Durchschnittsgeschwindigkeit hatte eher so Waiwash-Niveau. Mit der Einfahrt ins Müllertal merkten wir, dass Sturm Sabine auch hier ordentlich Schäden angerichtet hatte. Immer wieder versperrten uns umgefallene Bäume den Weg. Sabine lässt grüßen. In den letzten Tagen und Wochen hatte es unglaublich viel gestürmt und geregnet. Und da auch für die nächste Nacht wieder ein Unwetter vorhergesagt war, entschieden wir uns, den Campingplatz in Beaufort anzufahren und die Nacht in einem Holzzelt zu verbringen. Das Indianerdorf. Tipi Nummer 5. Tipi 5? Gehen wir mal rein. Perfekt. Haben wir sogar einen Tisch hier. Im Tipi. Und eine Heizung. Ist ja wirklich Luxus. Es war eine sehr gute Entscheidung. In der Nacht peitschte der Wind den Regen gegen das Dach. Doch wir haben in unserem Holzzelt echt gut geschlafen. Winter-Bikepacking. Voll eingemummt. Jetzt gleich geht's auf den Müllertal-Trail. Achtung. Und wir haben richtig Bock. Ja. Haben wir. Fast Sonnenschein. Ja. Fehlen nur noch so 2 Wolkenschichten dazwischen. Ja. Und dann kam tatsächlich die Sonne raus. Hat das gut getan.
bisheriger Eindruck des Müllertals? Genial. Bisschen schlammig hier und da, immer mal wieder Feldwege, ein paar Schiebepassagen, super abwechslungsreich. Einfach richtig, richtig cool. Und dabei standen uns die Highlights des Wanderwegs erst noch bevor. Bedenken sollte man allerdings, dass Wander-Highlights auch für Radfahrer Wander-Highlights sind. Kuckuck. Also dieser Fahrradtrail, der ist schon irgendwie komisch gebaut. Das ist eigentlich fast wie immer. Nur mehr Luft in der Luft. Wir haben überlegt, wie man eigentlich die Sportart nennen könnte, die wir hier die ganze Zeit betreiben. Als Name würde sich Bikeln eignen. Eine Mischung aus Kraxeln und Biken. Aber dass der Anteil an Kraxeln so wenig vertreten in dem Wort. Ach so. Also Baxeln. Kraxen. Oh, toll, so. Geht schon. Harley. Bikeln, Baxeln oder kraxend. Auf alle Fälle aber ordentlich langsam ging es durch die imposanten Sandsteinfelsen des Müllertals. Schon beeindruckend, was Mutter Natur hier hingezaubert hat. We'll be free. It's not just you and me. Together we'll be free. It's not just you and me. Am frühen Nachmittag erreichten wir das kleine Städtchen Echternach. Oh ja. Bäckereien üben irgendwie eine magische Anziehungskraft auf uns aus. Es gibt keine besseren Pausen als mit einem Cappuccino und einer Schneck. Das Bild des Nachmittags war Acker. Es ging am Acker, im Acker und um den Acker herum. Der Unterschied zwischen im Acker und um den Acker herum war durch den Regen der letzten Tage jedoch relativ gering. So, heutige Zeltplatzsuche. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus hier. Für die Nacht war erneut Regen und Wind angesagt. Ja. Ist windgeschützt. Wir waren nicht so richtig überzeugt. Die Kombination von dem angesagten Wind und der Menge an morschem und totem Holz um uns herum ließ uns zweifeln. Also eigentlich wollten wir hier gerade mal unser Zelt aufschlagen. Es gibt mehrere Haken. Erstens jede Menge morsches Holz. Und zweitens hier ist gerade eine Wildschweinherde durchgezogen von ungefähr 30 Wildschweinen. Ja, jetzt können wir mal gucken, was wir auf dem Campingplatz finden noch. Ja, vergiss es. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, dass auch bei starkem Wind ausgerechnet ein Baum auf unser Zelt fällt. Doch wenn man sieht, wie die letzten Stürme mit dem Wald Mikado gespielt haben, geht man dann doch lieber auf Nummer sicher. Wir fuhren also hinab ins Tal zum nächsten Campingplatz und stellten fest, dass unsere Reisezeit außerhalb der saisonalen Öffnungszeiten lag. Hier würde ich sagen. Steht auf jeden Fall Rezeption und dann Treppe rauf. Ach, da oben. Notgedrungen checkten wir im nächsten Gasthaus ein. Bikepacking Deluxe eben. Guten Morgen. Morgen. Wir starten jetzt gleich hier in Metzdorf. Es ist ein bisschen windig. Ordentlich windig. Kommt gerade bei die Fahne spiegelt es gerade nicht so wider. Also sie steht auch windgeschützt. Aber es ist sonnig. Sehr, sehr gut. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's lie to plant some seeds.
lighted mirror, reflecting out every true potential. A bedrock belief, an elaborate plot to set this bird free from every element of fate. Irgendeinen Grund gibt es ja immer, warum es nicht vorwärts geht. Hier links. Die Waldwege waren von Regen- und Forstmaschinen extrem aufgeweicht. Und es war super kräftezehrend, sich durch den teilweise knöcheltiefen Schlamm zu ackern. Heute haben wir uns in ein Blockhaus eingemietet. Okay, man nennt es Unterstand. Aber heute Nacht soll es regnen. Und zwar nicht zu wenig und stürmen. Und dann haben wir uns gedacht, das Zelt steht vielleicht besser drinnen, genau. Also es ist auf jeden Fall nicht so der Outdoor-Urlaub. Nee, aber schicke Hütte. Ja, ganz neu noch. Passend zum Indoor-Urlaub gab es dann abends noch das Luxus-Sterne-Menü. Was gibt's denn heute, Herr Chefkoch? Zwiebeln und Couscous. Zwiebeln und Couscous. So wie es derzeit aussieht, wird das Gericht auf jeden Fall sehr zwiebellastig. Also ich bin ja Vertreter der Theorie, dass Zwiebeln auch Gemüse sind. Ja, ich gebe zu. Indoor-Zelten ist ungefähr so, als würde man sich im Wohnzimmer mit einem Regenschirm hinsetzen. Aber immerhin sind wir trocken geblieben. Morgen. Es regnet. Wo trinkt man Kapu? Ja, vielleicht hier so. Das sind dann nach 10 Kilometern und dann eventuell vielleicht hier. Aber ich glaube, der Ort ist zu klein. Der wird kein Kapu haben. Wie kommt man irgendwann weiter? Oh, oh. Also nach 25 spätestens sollten wir schon den zweiten nehmen. Ja, die Routenplanung ist basierend auf Kapu-Stopps. Das ist so wie Elektrofahrzeug, muss man regelmäßig tanken. Hat halt nicht so eine große Reichweite. Beim ersten Cappuccino-Stopp dachten wir schon, dass es wahrscheinlich das Beste wäre, einfach bei seinem Cappuccino zu bleiben. Ja, man muss sagen, wirklich einladend war es heute nicht. Im Rheinland sagt man dazu, usselig. Heute ist eher feuchtfröhlich. Aus feuchtfröhlich wurde später nass, bitter. Und dann kam auch noch der Wind dazu. Unschwer zu erraten, aus welcher Richtung. Ein Tag zum Abgewöhnen. Also das Schild hier, das trifft es auf jeden Fall den heutigen Tag mal so richtig gut. Schöne, entspannte Auszeit. Klatschnass und eingeschlammt von Kopf bis Fuß steuerten wir die Jugendherberge in Lulzhausen an. So, wir gehen jetzt in die Jugendherberge. Mal gucken, ob die uns nehmen. Die sind ein bisschen dreckig geworden. Schauen wir mal. Wie unglaublich gut eine heiße Dusche doch tun kann. Jugendherbergen verbinde ich eigentlich immer mit Klassenfahrten. Ich muss allerdings sagen, diese Variante fand ich auch mal ganz entspannt.
Und Jakob war auch ganz angetan. Hast du was Gutes gefunden? 4 verschiedene Biersorten. Und? Ich würde die gerne alle probieren. Eine tolle Jugendherberge und überhaupt nichts los. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, ob die Literaturauswahl irgendwie ein Wink mit dem Zaunpfahl war. Der letzte Radfahrtag. Für den Seeblick von unserem Zimmerfenster war etwas Fantasie gefragt. So, die Matschparty kann wieder losgehen. Irgendwie haben wir ein ausgezeichnetes Talent dafür, auf ausgeschilderten Mountainbike-Routen gegen die empfohlene Fahrtrichtung unterwegs zu sein. Aus Mountainbiker-Sicht ist es jedenfalls ziemlich ernüchternd, 200 Höhenmeter Trail hinaufzuschieben, nachdem du 200 Höhenmeter Forststraße runtergefahren bist. Lift your eyes off the ground, you've only begun. Rising up through the clouds, no, never give up. Climb on, climb. Wir waren beide platt und so entschieden wir uns abzukürzen. Über die schönste Panoramastrecke des luxemburgischen Hochplateaus. Okay, mit ein bisschen Fantasie. Um die Bikes später aber nicht zu sauber ins Auto zu laden, haben wir uns auf der Abfahrt nach Gmünd nochmal für die Variante Wald entschieden. Danach lohnte sich die Waschmaschine auf jeden Fall so richtig. Lift your eyes off the ground, you've only begun. Rising up through the clouds, no, never give up. Climb on, climb. Letzten Kilometer zum Auto. Gerade noch mal ein bisschen eingematscht. Kleine Fango-Packung, damit unsere Haut noch gut regeneriert ist nach der Tour. Nach unserem Urlaub. Nach dem Urlaub, genau. Unser Urlaub war nun zu Ende. Ein Urlaub mit ein bisschen Sonnenschein, tollen Landschaften und Trails im Müllertal und der Erkenntnis, Februar ist halt Februar. You're comparing yourself, it's like a kiss of death. Instead of doing what you're doing, you get caught up in your head. Feet on the road with your eyes on the prize, inch by inch, one step at a time. You're losing hope when you can't find a way to speed up the timeline. But one day, though it might be a while, it's gonna be worth every mile if you just hold on.